Wir sind Jessie und Roberto und nach 4 Jahren auf der Panamericana hatten wir uns das Ende unserer Reise eigentlich ganz anders ausgemalt. Statt eines entspannten Ausklangs machen wir uns in der Hitze Cartagenas hastig für die Verschiffung und Abreise fertig. Ein logistischer Kraftakt unter Zeitdruck, der uns emotional viel abverlangt. Es ist genauso chaotisch, wie ich es mir vorgestellt habe. Man wird von links nach rechts geschickt. Schritt für Schritt geben wir am Hafen die Kontrolle ab, bis uns nur noch ein schneller, surrealer Abschied bleibt. Es ist das Ende einer Ära, ein Finale, das so nie geplant war. Und während wir wohl noch lange brauchen werden, um das alles wirklich zu verarbeiten, wächst in uns die Neugier auf das, was uns als nächstes erwartet. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben, in unserem wohl letzten Video aus Kolumbien und damit wahrscheinlich auch das letzte Video von der Panamericana. Es fühlt sich immer noch seltsam an. Ich glaube, wir beide realisieren es noch nicht so ganz, denn das Ende kam ja jetzt plötzlich viel schneller als erwartet. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall noch irgendwie lernen, damit klarzukommen, dass 4 Jahre Panamericana auf einmal so zu Ende gehen. Aber allzu viel Zeit, um nachzudenken, haben wir ja eh nicht. Denn wir sind die letzten Tage richtig viel gefahren. Wir haben einige Fahrtage, volle Fahrtage hinter uns gebracht mit wenig Kilometern, aber vielen Stunden und sind jetzt bei Cartagena, denn von hier aus findet unsere Verschiffung statt. Und es geht jetzt darum, dass wir den Van fertig kriegen und ja, bereit machen für die Verschiffung, die ja schon in wenigen Tagen ansteht. Boah, Na? ich bin schon wieder verschwitzt, obwohl ich gerade geduscht habe. Es ist einfach, das läuft halt einfach die ganze Zeit runter. Ich bin wirklich nicht gemacht für diese Hitze. Es ist einfach zu schlimm. Das ist schon fies. Und diese Mücken und Sandflies, ich bin komplett zerstochen. Naja. Fahren wir zum Baumarkt? Jawohl. Klimatisierte Räume. Ja! Geil. Die Küste Kolumbiens und gerade auch Cartagena sind ja berüchtigt für die Hitze hier. Wir hatten schon ein bisschen Bammel davor, denn gerade in Zentralamerika haben wir ja schon gemerkt, dass wir definitiv nicht für feuchte Hitze gemacht sind. Darum hatten wir uns auch seit Kolumbien immer in den Bergen aufgehalten. Aber ja, für die Verschiffung müssen wir an die Küste, da gibt es keinen Weg drum herum und wir leiden wirklich drunter. Also gestern hatten wir 37 Grad, heute wird es wahrscheinlich nicht kühler werden. Ab und zu kommt ein kleines Lüftchen, das ist eine richtige Wohltat, aber das ist wirklich selten der Fall. Und ja, dazu kommen natürlich noch die ganzen Insekten. Also Mücken sind gar nicht mal so viele hier, das geht noch und deswegen ist auch Dengue jetzt nicht unbedingt so präsent in unseren Köpfen. Aber gerade bei der Dämmerungszeit kommen die Sandflies raus. Ich glaube, das sind Kriebelmücken. Und also diese Nacht wurden wir komplett zerbissen. Gerade Roberto wurde halb aufgefressen von den Viechern und ja, gerade juckt es noch nicht so arg, aber ich glaube, das kommt dann noch. Und das dauert bei denen ja über mehrere Tage hinweg. Das ist ein bisschen fieser als die Mückenstiche. Also ja, mal gucken. Aber eben, wir haben ja gute Ablenkung. Wir müssen uns ja fertig machen für die Verschiffung. Die steht in ein paar Tagen an. Wir haben einen fixen Termin. Also schauen wir, dass wir auch vorankommen. Und ich glaube, wir fahren heute auch als erstes dann gleich zum Baumarkt, um da alle Materialien zu holen, die wir brauchen. Wir haben ja schon im letzten Video erzählt, dass unser Container-Buddy spontan abgesprungen ist und wir deswegen Roro verschiffen müssen. Deswegen sind wir auch ein bisschen gestresst und alles so ein bisschen sehr knapp. Okay, kolumbianischer oder Cartagena-Verkehr fängt jetzt an. Es wird wieder bewegt. Darum fährt auch Roberto. Ja, auf jeden Fall fahren wir deswegen auch in den Baumarkt, denn da wollen wir eine Holzplatte holen, die wir dann nutzen können, um den Fahrerbereich, die Fahrerkabine und den Wohnraum abzutrennen. Denn gerade beim Roro-Verschiffen ist es ja mit der Sicherheit nicht ganz so gut wie mit dem Container, dadurch, dass das Fahrzeug auch einfach offen im Hafen steht und auch unbefugte Zutritt dazu haben.
Und da wollen wir wenigstens minimieren, wer dann auch in den Wohnraum kommen kann. Denn Hafenmitarbeiter müssen ja das Fahrzeug auch aufs Schiff fahren und vom Schiff wieder runter. Also das muss auf jeden Fall zugänglich bleiben, aber halt nicht den Wohnraum, den brauchen sie ja nicht. Also fahren wir jetzt in den Baumarkt, da kriegen wir hoffentlich eine passende Platte, die auch nicht allzu viel kostet, die einfach ihren Zweck erfüllt. Und ja, vielleicht können Sie sie auch gleich ein bisschen zusägen, das wäre noch praktisch. Hola, buenas. Ja. Hola. No se paga, güey. Gracias. Ciao. Gratis-Maut heute. Normalerweise zahlt man ja richtig viel. Also ich glaube, so viel wie in Panama, in Kolumbien sind wir. ja, in Kolumbien. Die Hitze und so. So viel wie in Kolumbien haben wir, glaube ich, in keinem anderen Land an Maut bezahlt. Aber hier war es gratis. Keine Ahnung wieso. Wir hatten das 2-3 Mal schon, dass sie einfach keine Maut verlangen, obwohl sie in den Häusern stehen. Aber Ja, gut, bis jetzt war es, glaube ich, eher wegen Proteste, aber hier Ja. sah das regulär aus. passt für uns, oder? Ich beschwere mich nicht. Ja. Wir wollten eigentlich so 1,5 Zentimeter dick gehen, aber von diesen OSB-Platten ist das dickste, was sie haben, 9 mm. Aber ich glaube von... Sonst braucht also jetzt allgemein zu teuer. Ja, und ich meine, wenn man es ja frontal vor sich hat, sieht man ja auch nicht, wie dick es ist. Jetzt müssen wir nur ausrechnen, wir brauchen insgesamt 3 Stücke. Das Mittelstück zersägen wir noch, also das halbieren wir noch. Ich glaube, wir brauchen 2 Platten von denen, weil es geht nicht ganz auf wegen der Höhe. Oh, das war jetzt abenteuerlich. Ich glaube, wir haben noch nie 2 Stunden gebraucht, um 2 Holzplatten zu holen. Aber wir haben jetzt 2 Holzplatten und wir haben uns spontan auch entschieden, gleich eine Stichsäge zu mieten. Denn das kostet gerade mal 5 € hier und wir haben damit komplette Flexibilität, um das so zu machen, wie wir es möchten. Dann habe ich gesagt, komm, 5 €, da holen wir lieber eine Säge, die müssen wir halt morgen wieder vorbeibringen, aber das ist ja das Kleinste. Ich glaube, mit Fahrtwind ist es sowieso noch mal erträglicher als einfach nur stehend auf dem Campingplatz. Also ich glaube, die Exkursion morgen wird uns gut tun. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Ja. Ja, dann kommen wir jetzt wieder zurück zum Campingplatz und sägen. Wir setzen ja die Wand aus mehreren Stücken zusammen, denn in einem Stück würden wir die niemals hier reinkriegen. Und wir machen jetzt als erstes mal die 2 Seitenwände. Wir nehmen einfach dasselbe Konzept, wie wir es damals hatten, als wir nach Kanada verschifft haben. Da war es ja auch Roro, da haben wir auch eine Zwischenwand gebaut und das hat eigentlich recht gut für uns funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt grob die Zwischenwände gesägt und jetzt müssen wir noch eine detaillierte Schablone abnehmen, damit wir hier diese Krümmungen auch richtig hinkriegen. Weil ja, ein Sprinter ist ja nie 90 Grad und gerade. Also muss man da noch ein bisschen extra Arbeit leisten. Das da im Van, das ist wirklich ein Brutkasten. Alle Ventilatoren laufen auf Maximum und trotzdem... Okay, aber wir haben jetzt immerhin die Schablonen fertig. Jetzt bringen wir es aufs Holz und hoffen, dass wir richtig liegen.
Also jetzt haben wir da 30. Aber nicht 40, weil gut, wir haben ja da auch überlappend. Willst du so viel überlappend? 50. Machen wir 50. 50 mal 1. Und? Ah, nein! Pünktlich zum Sonnenaufgang, Aufgang. pünktlich zum Sonnenuntergang sind wir mit der Trennwand fertig und wir sind auch fix und fertig. Eigentlich haben wir nicht viel gemacht heute. Nein, oder? aber halt mit der Hitze, das ist einfach. Und jetzt, sobald es wieder frischer wird und dunkler wird, kommen die Sandflies wieder und Was eigentlich angenehm wäre, um draußen Ja. zu sein, vielleicht gemütlich sich hinzusetzen. aber ja, dann verkriecht man sich wieder ins stickige, Heiße. feuchte, heiße Innen. Ja. Yay, wir sind voll gut drauf. Ja, aber immerhin haben wir ein Erfolgserlebnis. Das Ding ist fertig. Ich glaube, die Schränke räumen wir morgen aus, oder? Ja. Das machen wir nicht mehr heute. Aber morgen fangen wir früher an und dann sind die Temperaturen morgens vielleicht noch angenehmer. Buenos dias. Wir haben die Flucht ergriffen und sind von dem Campingplatz weg. Es war einfach nicht mehr auszuhalten. Das eine ist ja die Hitze, aber gerade nachts ging es eigentlich. Es waren vielmehr diese Sandfliegen, die uns wirklich den Garaus gemacht haben. Die haben uns gefressen. Jeden Morgen sind wir mit 9 Bissen aufgewacht und das war einfach, also allein das Beispiel, Roberto hat nur am Nacken schon 17 Bisse. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viel das so auf den ganzen Körper ergibt. Es juckt auch richtig, aber immerhin haben wir jetzt eben ein Airbnb in Cartagena genommen mit Klimaanlage. Das hilft auch gegen den Juckreiz und auch gegen die Hitze. War natürlich aber trotzdem fleißig. Wir haben morgens und abends jeweils die letzten Tage den Van weiter vorbereitet. Wir mussten ja auch die Nahrungsmittel durchgehen, all die Sachen, die wir im Van haben, sicher verstauen und auch die Sachen vom Dach runternehmen, damit der Van eben dann doch fertig wird für die Verschiffung. Denn wir haben auch die Info bekommen, dass das Schiff sogar einen Tag früher kommt. Ja, das heißt, der Van ist schon fertig. Der steht hier unten auf dem Parkplatz von der Wohnung oder von dem Häuserblock. Ja, und heute geht's weiter im Verschiffungsprozess. Allerdings nicht für mich, eigentlich nur für Roberto, denn es geht auch an den Hafen und da darf ich nicht mit. Da darf nur der Fahrzeughalter hin. Bis dann. Ja, das war schon ein bisschen so. Gut. Ja, ciao. Viel Spaß. Tschüss. Oh nein. Ciao. Bis dann. Ich bin bereits unterwegs zum Agenten, denn heute ist es soweit. Heute werden wir Jimmy abgeben. Eigentlich verrückt. Heute geht einfach ein Kapitel zu Ende. Die Panamericana ist vorbei. Das letzte Mal fahren hier in Südamerika. Wobei ich sagen muss, ich bin froh, denn ja, hier in Cartagena fahren die Leute wieder wie die letzten Henker. Wow. Ja, die Leute werden fast überfahren. Heute geht es zum Agenten, Papierkram erledigen. Danach fahren wir wahrscheinlich zusammen zum Hafen. Da wird wahrscheinlich der Zoll noch das Fahrzeug inspizieren, zu schauen, dass alle Sachen stimmen. Und erst in 2 Tagen muss ich nochmals zum Hafen fahren, denn dann findet Drogenkontrolle statt. Da muss ich auch dabei sein. Ja, und dann wird hoffentlich Jimmy verladen und das geht dann Richtung Europa. Verificar si esta es la placa, Sí, el el VIN, el año, el año sí, y el carburante. sí.
Okay, das mit dem Papierkram, das ging jetzt ziemlich schnell, das ging keine 5 Minuten. Und jetzt fahren wir zusammen zum Hafen. Ich muss hier den Kollegen folgen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Zusammen mit dem Agenten geht es nun zum Hafen. Zuerst muss die offizielle Erlaubnis her, um mit dem Van überhaupt auf das Gelände fahren zu dürfen. Die Stimmung wirkt routiniert geschäftig. Hier muss vor allem die Bürokratie mitspielen. Dann nimmt ein Hafenmitarbeiter das Fahrzeug unter die Lupe und prüft die VIN-Nummer. Jetzt muss jedes Detail in den Papieren passen. Step 1 erledigt. Wurde nur die VIN-Nummer geprüft. Jetzt geht es weiter zum nächsten Posten. Witzig, hier am Hafen muss man lange Kleider anhaben. T-Shirt, also T-Shirt geht nicht, ein Hemd, lange Hosen, ein Helm, Sicherheitsweste und das bei der Hitze, das verstehe ich nicht. Aber ja, ab zum nächsten Punkt. Nunca tú te subes en la báscula con el conductor, jamás. No, no, por eso jamás. yo me bajé, iba a bajarme para... Es ist genauso chaotisch, wie ich es mir vorgestellt habe. Man wird von links nach rechts geschickt, man wartet die ganze Zeit und dann kommt jemand und sagt, dass man irgendwas vergessen hat. Da war aber niemand. Also, ja. Also wir warten, um am falschen Ort zu sein und dann gestresst werden, um weiterzumachen. Nach einem kleinen Durcheinander samt Standpauke geht es auf die Waage. Das exakte Gewicht ist entscheidend für die Frachtpapiere. Direkt danach folgt der Scanner, der den Van einmal komplett durchleuchtet. Vorbei an endlosen Containertürmen geht es durch das Hafengelände zum finalen Stellplatz. Dort dokumentieren Mitarbeiter alles für die Bestandsaufnahme, bevor schließlich die Schlüssel abgegeben werden. Am Ende ging es doch schneller als gedacht. Also wir sind hier zumindest durch. Es ging etwa knapp 2 Stunden. Jimmy steht geparkt, abgeschlossen, Schlüssel wurde abgegeben. Und in 2 Tagen findet dann die Drogenkontrolle statt. Das heißt, ich muss nochmals hierher kommen. Bis dann steht das Fahrzeug einfach hier auf dem Hafengelände. Was ein bisschen komisch ist, dass ich erst in 2 Tagen nochmals kommen muss, um die Drogenkontrolle zu machen. Denn eigentlich könnte jetzt irgendjemand was ins Auto reintun, aber ja, so ist der Prozess. Ich bin froh, sind wir durch. Es ging etwa 2 Stunden und jetzt warten wir, dass der Bus kommt, dann fahren wir zurück und ich freue mich eigentlich schon auf das klimatisierte Zimmer und morgen ist Ruhetag. Da das Schiff Verspätung hat, verschiebt sich die Drogeninspektion um einen Tag. Den Weg in den Hafen kennt Roberto mittlerweile. Der Eintritt ist schnell geregelt. Nach der Schlüsselübergabe geht es in der einsetzenden Hitze auf zum Van. Zuerst muss alles für den Zoll vorbereitet werden. Das heißt, Kisten, Taschen und sperrige Sachen kommen raus. Alles wird offen präsentiert, damit der Van für die Beamten gut einsehbar ist. Und dann heißt es warten. Die Kontrolle wird per Video dokumentiert und ein süßer Malinois-Spürhund schnüffelt sich einmal überall durch. Sobald das Okay steht, wird alles wieder transportsicher verstaut, die Trennwand fixiert und die Türen offiziell versiegelt. Nun ist der Van bereit für die Überfahrt. Leute, wir sind durch mit dem Verschiffungsprozess. Jimmy steht sicher am Hafen, oder zumindest hoffe ich, dass er da sicher steht. Jetzt muss nur noch das Schiff pünktlich ablegen, nichts geklaut werden, nichts kaputt gemacht werden. Und dann können wir Jimmy am Bremer Hafen in 2-3 Wochen wieder abholen. Ja, aber ich bin froh, ist es durch, denn mittlerweile ist ja die Hitze unerträglich. Ich bin auch froh, dass wir heute Morgen um 8 Uhr schon am Hafen waren. Denn mit dieser Hitze dazustehen, nein, danke. Aber allgemein, also der ganze Prozess war ziemlich entspannt. Wir haben keine 2 Stunden da verbracht.
Ich glaube, ich hatte auch Glück, weil der Verschiffungsagent nur mich hatte. Also ich war der Einzige, der an diesem Tag mit ihm verschifft hat. Und er kannte die Polizisten, er kannte die Leute von der Drogenkontrolle. Und ja, wir haben ja mittlerweile 3-mal verschifft und mit 3 verschiedenen Agenturen und jedes Mal ging es eigentlich ganz okay. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, Offerten einzuholen und dann Bauchgefühl entscheiden lassen, mit wem man verschifft, aber der Prozess ist bei allen etwa gleich. Wir haben dieses Mal mit Caravan Shippers verschifft. Wieso? Einfach so, also Preis-Leistung war für uns ausschlaggebend. Und ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass, wie gesagt, alles einwandfrei funktioniert und wir Jimmy bald wieder abholen können. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf eine Dusche, denn ich bin komplett verschwitzt. Und dann ja, schauen wir uns ein bisschen Cartagena an, die Altstadt, die soll ja richtig schön sein. Und lassen uns ja, die nächsten Tage ein bisschen ja, von diesem Karibik-Feeling hier ein bisschen leiten. Der Van ist am Hafen und das gibt uns endlich ein bisschen mehr mentale Kapazität, um sich auch mal den schöneren Seiten von Cartagena zuzuwenden. Die Stadt ist ja UNESCO-Weltkulturerbe und es hat wirklich ein paar richtig schöne Ecken. Also wollen wir euch das nicht vorenthalten und verbringen jetzt den Nachmittag hier in der Stadt. Cartagena ist eine richtig bunte Stadt. Es wohnen hier etwa 1 Million Einwohner, aber ich habe das Gefühl, noch viel mehr Touristen kommen hierher, wegen eben diesem bunten Charakter. Und damit meine ich nicht nur die bunten Fassaden, die Architektur, sondern auch die Menschen sind so bunt gekleidet. Aus jedem zweiten Lokal kommt wieder Musik raus. Es wirkt so aufgestellt und positiv. Es ist ja, eine ganz eigene Stimmung hier. Gerade so gegen Ende der Reise. Ja, man lässt ja viel Revue passieren und merkt auch wieder, was man so alles schätzt an dieser Reise, was wir in diesen 4 Jahren auf der Panamericana alles so machen konnten und mit wem wir unsere Geschichte auch teilen konnten. Und damit meine ich euch alle. Vielen, vielen Dank, dass ihr auf dieser Reise dabei wart. Ohne euch wäre die Reise so nicht möglich gewesen. Und auch ein riesengroßes Dankeschön an unsere Patrons, die uns ja noch näher begleitet haben, sich auch unsere Sorgen ein paar Mal mehr angehört haben und uns auch wirklich emotionalen und auch eben anderen Support geboten haben. Also vielen, vielen Dank euch allen. Wir haben jetzt tatsächlich unsere letzten 2 Postkarten von der Panamericana für unsere Patrons eingeworfen. Mal sehen, wie es weitergeht mit Postkarten. Die kommen jetzt erstmal aus Europa wahrscheinlich. Naja, so geht eben ein Kapitel zu Ende. Aber wir hoffen einfach, dass wir euch alle weiter dabei haben dürfen. Was hier mit der Hitze und dem Bunten und Fröhlichen einhergeht, sind eben auch die kulturellen Einflüsse, die man hier an der Küste extrem merkt. Also all diese karibischen Einflüsse, die man hier hat, sind unverkennbar. Das merkt man gleich, sobald man den Fuß nach Cartagena setzt. Und ja, das macht einem so, das stellt einen so auf. Es ist manchmal auch sehr intensiv. Manchmal will man auch eine ruhige Minute für sich haben und das ist hier ein bisschen schwieriger zu finden. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön, dass es einen nochmal so
ja nochmal so einen Aufsteller gibt. Nochmal. Es reißt einfach auch einen mit und das ist so wunderschön. Ist schon schräg, jetzt wo der Van abgegeben wurde, ist einfach unsere Reise vorbei. Also die Panamericana ist hiermit durch. Das ist eigentlich auch unser letztes Video aus der Panamericana. Ist schon ein bisschen komisch, nicht? Ja, irgendwie fällt es immer noch schwer, das zu realisieren. Ich weiß nicht, es sind 4 Jahre Panamericana, wirklich ziemlich genau 4 Jahre Ja. Panamericana, die jetzt zu Ende gehen. Das ist ein Lebensabschnitt, würde ich sagen. Ja, aber trotzdem, also ich glaube, das war eine richtig gute Zeit. Wir hatten eine richtig gute Zeit und wir freuen uns auch auf das, was jetzt noch kommen wird. Wir genießen hier noch den Tag in Cartagena. Und ja, lass uns einfach abklingen, oder? Ja, einfach mal runterkommen, vielleicht nochmal die letzten Momente hier genießen, bevor es dann zurück nach Europa geht. Für mich fühlen sich die letzten Tage ganz komisch an, auch diesen Vlog aufzunehmen. Irgendwie versuchen wir die Zeit hier in Cartagena zu nutzen, um zu entspannen, uns vorzubereiten für das, was danach kommt. Auf der anderen Seite gibt es so viel zu tun mit der Verschiffung, mit den Flügen, das Ganze vorzubereiten. Ja, irgendwie kommt das Ende doch schneller als erhofft. Aber nichtsdestotrotz, also wir hatten jetzt eine richtig gute Zeit hier in Cartagena. Wir haben uns mit anderen Reisenden getroffen, so ein bisschen die Reiserevue passieren lassen, was ja richtig schön war. Und auch zu sehen, ja, was man alles in der Zeit erlebt hat. Also, ja, ein Kapitel geht zu Ende, aber auf der anderen Seite öffnet sich eine neue Seite. In Cartagena lohnt es sich unbedingt auch ein bisschen aus dem klassischen Altstadtkern rauszukommen, nach Getsemaní, ein anderes Stadtviertel, liegt eigentlich gleich daneben. Es hat aber trotzdem einen anderen Charakter. Also vor nicht allzu langer Zeit galt es auch nicht unbedingt als das sicherste Viertel von Cartagena. Aber mittlerweile ist es richtig hip, die Touristen mögen es. Es gibt viele Restaurants, Bars, auch hier lebt es, aber es ist ein bisschen ruhiger. Und ja, irgendwie fühlt sich das ein bisschen intimer an, vielleicht fast ein bisschen authentischer. Auf jeden Fall einen Besuch wert hier. Das war's mit diesem Video und das war's auch von der Panamericana. Hiermit beenden wir das Abenteuer, das Kapitel Panamericana. Morgen geht unser Flieger wieder zurück nach Europa. Aber ich würde sagen, trotzdem lässt uns das Reisen bestimmt nicht los. Wir werden immer unterwegs sein, wir werden immer neugierig bleiben und das hoffen wir, dass auch auf euch zutrifft, ihr weiter neugierig bleibt und uns auch weiter begleitet. Ja, und wenn euch dieses Video und allgemein unsere Panamericana-Serie gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen nach oben, ein Like, ein Hype, einen Kommentar und nicht vergessen ein Abo. Und dann würden wir uns verabschieden und sehen uns, wenn es dann wieder weitergeht. Hasta luego! Ciao!